Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Das müsste jetzt Episode 6 sein, genau, die da heißt Nebenwirkungen. In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Well, you get her on the phone right now and tell her she's got to go through with it. I moved my schedule all around to accommodate this lunch, and I'm not about to... Yes, I know what time it is. If her beauty sleep gets interrupted, tough. Hold on, I've got another call. Trisha Vanderhook speaking. Mom, you gotta help me. Tag? Where are you? At school. I've been shot. And, oh God, stay back. Is this another one of your tricks? I told you, you're not getting another dime out of me, sonny boy. What do you want from me? I'm sorry, okay? It wasn't personal. Tag, can you hear me? Say something. What's the nature of your emergency? It's my son. Let me through, damn it! I'm his mother. Oh! Friendly tip, Ray. If you ever decide to get murdered, don't call your mom first. Alter, okay. Oh, nie dummen Spruch verlegen, ja? See if you can calm her down, Martinez, okay? Get her some water or something. We're gonna need to question her once we're done here. So, what do we know about the workout king? Tag Vanderhook, 18 years old, set to graduate from this school next month. Nice scar on his face. Any other distinguishing marks? Yeah, 2 bullet holes. First one passed through him here in the side and took him down. Second one got him in the heart. That'll do it. Well, I guess we're looking for evidence of motive, traces of the killer. Anything that'll give us information about the crime. Okay, Gegenstände einkreisen und Pfeile, Lupe, das kennen wir. Okay, also Ballistikbeweise, also wahrscheinlich Projektile und so. Todeszeitpunkt, Zutrittsmethode, Motiv, Beziehung der Familie zur Schule. Okay, das ist ballistikrelevant. Here, first bullet, the one that got him in the side. Then a shooter must have been standing about here. It's a long way from the door. This wasn't some drive-by. Our killer got pretty close to the victim before letting him have it. A little exchange of pleasantries before getting down to business. Okay, Beziehung der Familie zur Schule, das ist wahrscheinlich irgend so, was hier rumhängt. Irgendwelche Fotos oder so. Todeszeitpunkt. Wer der Anruf. Zutrittsmethode ist das Schloss wahrscheinlich und das Motiv. Oh, da fehlt eine Medaille. Motiv? Keine Ahnung. Look, trophy case has been smashed. Track and field awards. There's a medal missing from the display. Whoever snatched it wasn't too careful. Part of the ribbon's still attached. Kid got killed over a track medal? Zutrittsmethode, Todeszeitpunkt, Beziehung der Familie zur Schule. Okay, Zutrittsmethode ist dann wahrscheinlich das Schloss. The door is spring-loaded, and it's got a keypad lock. Whoever shot our Vic must have had the code to get in.
Or the kid opened the door for his killer. Oh, er hatte ja telefoniert. Das hier ist eine Ausbuchtung, da könnte das Handy drunter sein. Looks like our Vic grabbed this to staunch the bleeding. Before the second bullet finished him off. Okay, es liegt da, aber nicht da. Okay, egal. Auf jeden Fall haben wir das Is that Handy. the phone our Vic used to call his mom? Probably. So last call was made at 6:05. Lasted 28 seconds. And ended with a bang. Nee, das wollte ich nicht. Okay, Beziehung der Familie zur Schule. Das ist ein Mannschaftsbild. Fußball. Eins von diesen Bildern sein. Weil es geht ja um Leichtathletik, wenn man die Leichtathletik-Medaille berücksichtigt. Ist das ein Golfschläger oder? Da müssen wir halt die 3 Bilder durchprobieren, hilft ja nichts. One of his teammates do him in? Well, they all look equally sinister to me. Das Verhältnis der Familie zur Schule. Beziehungen der Familie zur Schule. Ich meine, es sieht ja aus wie so ein Bilderrahmen-Ding. Das sind so Fluchtwegepläne und so, das wird es halt nicht sein. Vielleicht ist es wirklich eins der anderen beiden. Plakette, aber da sehe ich ja nicht, was da drauf steht. Das wäre jetzt blind geraten. This gymnasium was presented, blah, 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 generous donation from the Vanderhook family. Vanderhook? That's our victim's name. Somebody didn't appreciate the generous donation. Emmy should be able to tell us if... Hey, what's this? Where? In the kid's mouth. It looks like... Wait a minute. Check it out. A medal? From the trophy case. Hat er ihn im Mund gesteckt nach dem Mord. Okay, 10 von 12, immerhin. 2 Bonuspunkte. Mrs. Vanderhook, we know you've been through quite a shock, but we're hoping you can answer a few questions. We're very sorry for your loss. I don't want sympathy. I want justice. Of course. Medaille. This may be painful for you to hear, Mrs. Vanderhook. We found this medal in your son's mouth. Does it tell you anything? Yes. Somebody didn't like my son. Tag has a talent for making enemies. He and New Amsterdam prep are like oil and water. Last month he was thrown off the wrestling team. Last year he was badly injured in a fistfight. Er hat sich mit jedem seiner Lehrer angelegt. Erst letzten Monat wurde er aus der Ringermannschaft geworfen und erst vor kurzem wurde er bei einer Schlägerei schwer verletzt.
Sollte im nächsten Monat seinen Abschluss machen. Hübsche Narbe hat er im Gesicht. Wahrscheinlich die erste, der durch die Seite ging, da hat er angerufen, da war er nur verletzt. Und dann wurde er halt erschossen, das haben wir dann auf dem Anruf gehört. Ich meine, ja, es stimmt schon irgendwie überein. Ich meine, er hat eine Narbe gehabt, also hat er wohl schon mal Stress gehabt. Würde ich schon sagen, ja. Primär wegen der Narbe eigentlich. Narbe im Gesicht, genau. Curtis hat angemerkt, dass Tech nicht auf dem Foto der Ringermannschaft war. Nein, das Opfer... Blutige Knöchel wissen wir auch nichts von. Nachricht des Ringercoaches in der Sporttasche. Auch nicht. Narbe im Gesicht. Would that be how he got the scar? I'm afraid so. Spoiled that handsome face, but what did he care? Tag had what one might euphemistically call an assertive personality. Came with the territory, him being a Vanderhook. Okay, letzter Anruf. What did your son say to you when he called? Did he give you any indication of the killer's identity? He tried, but I didn't give him the chance. You see, I thought it was all just a trick to get me to cough up money. Think. Did he say anything at all that can help us? He said he was sorry. To you? No, to the killer. He said it wasn't personal. Ich meine, ja, das stimmt, aber das können wir als Spieler wissen, weil wir das halt gehört haben. Können aber eigentlich die Detectives nicht wissen. Aber als Spieler wissen wir es, also ja. Was können wir aus dieser Aussage ableiten? Tech hat dem Mörder ein Leid zugefügt. Tech hatte nicht die Absicht, den Mörder zu kränken. Das Motiv des Mörders war Rache. Tech hat gelogen. Ich meine, 1 und 3 sind irgendwo beide, also... Ich meine, das ist jetzt sehr ähnlich, ja, aber ich meine, ein Leid zugefügt, er muss nicht zwingend dem Mörder ein Leid zugefügt haben, vielleicht auch jemand anderem. Und der Mörder hat sich für den anderen gerecht. Aber es war auf jeden Fall eher das Motiv Rache. Also das macht dann mehr Sinn als das, weil es muss nicht zwingend der Mörder gewesen sein, dem man Leid zugefügt hat. Vielleicht hat er jemand anderem Leid zugefügt und der Mörder hat sich, wie gesagt, gerecht dafür, dass er jemand anderem was angetan hat, weil der dem Mörder wichtig ist oder so. Also macht Rache hier eigentlich mehr Sinn. Ja, die Schlussfolgerung, vielleicht meinen sie die erste, aber irgendwie ergibt das wenig Sinn. Also ist nicht zwingend. Can you tell me why Tag was kicked off the wrestling team? Unnecessary roughness, unsportsmanlike conduct. Apparently the full Nelson is an illegal move. Why exactly are you asking me this? We have to follow up on every angle. I know boys his age sometimes tend to keep their problems bottled up. Did Tag and you communicate? Yes, detective. We had a model relationship. He told me everything and I denied him nothing. Offensichtlich nicht, nee. Das klang auch sehr sarkastisch, insofern. Jungs in Text, alle sind Plappermäuler. Nein, sie hat bereits zugegeben, ihn enterbt zu haben. Nein, sie dachte zunächst, Tech würde versuchen, mit einem Trick mehr Geld von ihr zu bekommen. Genau. Pardon me for bringing this up, but if that was the case, why would he resort to tricks to get you to cough up money? Excuse me? Didn't you say you jumped to that conclusion when he called you? This is how you work, is it?
Seizing on every little contradiction and throwing it back in a person's face must be exhausting. As a matter of fact, our relationship did hit a rocky patch last month. April Fool's Day, to be exact. We had a rather nasty fight. Should I recognize the name Vanderhook? Only if you're ambitious, Detective. We prefer to stay out of the limelight. But think of the names you do know in this town. None of them would have succeeded without the Vanderhook blessing. Take New Amsterdam Prep. We Vanderhooks had everything to do with building its reputation and keeping it afloat. Just last summer I gave the school a new gym. Ja, wir haben ja diese Plakette gefunden. Und das war, meine ich, auch für die Sporthalle. Diese Sporthalle wurde bla bla bla, großzügige Spende, genau. Ja. Tech schrie raus aus meiner Sporthalle, bevor er erschossen wurde. Nein. Die Kostenabrechnung für den Bau der Sporthalle gefunden in der Sporttasche. Nein. Vanderhook Gedenktafel im Kraftraum. Vanderhook nahm gerade eine Einladung zu einem Wohltätigkeitslunch an, als Tech anrief. Nein. Vanderhooks Gedenktafel im Kraftraum. This gym? Yes, detectives. The very gym in which my son was killed. The irony is not lost on me. Was wollte Tech hier? Ja, wahrscheinlich trainieren, ne? Das Wohlwollen der Vanderhooks. You're saying everybody who makes it in New York has to get the Vanderhook blessing. Say, you wouldn't have anything to do with putting Donald Trump back in the headlines, would you? I'm in no mood for small talk, Detective. Of course. Sorry. Ach, verdammt. Do you know why Tag came here today? To work out. Before school hours. How'd he get in? All the students have keys to the main entrance. It's part of the school's philosophy. To show we trust them. But the weight room was locked. Takes a key code to get in. Yes, that room is for the athletes only. He had access through his membership on the wrestling team. Eigentlich nicht, weil er wurde ja aus der Ringermannschaft rausgeschmissen. Also passt das nicht zusammen. Das Telefongespräch lässt vermuten, dass Miss Vanderhook wusste, dass Tech geschäftlich dort war. Nein, sie hat ausgesagt, dass Tech aus der Ringermannschaft geworfen wurde. Genau. Sie hat vorhin erwähnt, dass sie keine Ahnung hätte, wie Tech in das Gebäude kommen konnte. Auch nicht. Curtis meint, das Schloss sei aufgebrochen. Auch nicht. Genau. Tech wurde aus der Mannschaft geworfen. Didn't you say he got kicked off the wrestling team? So he was breaking the rules. That's why he came to work out before school hours. Are you going to put him on report? What did you fight about, if you don't mind my asking? But I do mind your asking. Listen, Mrs. Vanderhook, we're just trying to find your son's killer here. Then I suggest you start doing that and stop prying into irrelevant personal issues. My son was a good boy, detectives, with a life of promise ahead of him. Now he's dead. That's all that's important. Ich weiß nicht, an dem, was ich so gehört habe, klingt es eher, als wäre ein Arschloch gewesen, aber gut. 6 Sterne, einen Bonusstern haben wir vergeigt. Zweimal falsch Fährte. I just don't understand how something like this could happen here at New Amsterdam Prep. We try so hard to model peaceful methods of conflict resolution. A good example is the best sermon. Benjamin Franklin. It's been my motto as headmistress. Okay, Mörder. Mrs. Boersma, do you have any idea who the murderer might be? None. Tag was such a popular kid. Stimmt das mit ihm überein, was wir gehört haben? Auf gar keinen Fall. Vanderhook zufolge wurde Tech letzten Monat rausgeschmissen. Nein, Benjamin Franklin sagte niemals, immer mit gutem Beispiel vorangehen. Keine Ahnung, ob er das gesagt hat. Miss Vanderhook zufolge ist Mord ein überraschend oft auftretendes Ereignis an der New Amsterdam. Auch nicht. Miss Vanderhook zufolge neigte Tech dazu, Menschen zu verärgern. Genau.
Mrs. Vanderhook told us he got in a lot of fights. Yes, well, he was high-spirited, I suppose, but we all loved him. He was loaded with life. Loaded is the word. Okay. Türschloss. The weight room door has a keypad lock. Yes, that's a recent change. Some students were complaining that certain athletes were monopolizing the equipment. The lock allows us to monitor who uses the facility and when. We issue a different code for each sports team, one for football, one for lacrosse, and so forth. Klingt soweit vernünftig. Und es könnte auch kein persönlicher Code gewesen sein, weil dann wäre er wahrscheinlich gesperrt worden. Also hat er den Mannschaftscode benutzt. Das ist eine Neuerung. Keine Ahnung, ob das jetzt neu ist, aber es klingt schon plausibel. Miss Vanderhook zufolge hatte Tech Zutritt zum Raum, weil er in der Ringermannschaft war. Stundenplan der Mannschaften im Kraftraum. Mögen da gewesen sein, haben wir aber nicht gesehen. Vanderhook war überrascht, dass Tech hereinkommen konnte, da er nie in einer Mannschaft war. Nein. Vanderhook zufolge wurde Tech verletzt, als er um die Nutzung der Rede stritt. Nein. Miss Vanderhook zufolge hatte Tech Zutritt zum Raum, weil er in der Ringermannschaft war. Genau. Certainly. Ja, I just have to check the record. That's odd. What? There were 2 codes entered this morning. I recognize the second one. That's the code for the golf team. But the one that was entered at 5:40, that doesn't match any of the codes we issued. Administrative code, maybe? No, I've never seen it before. 01010. Zeitpunkt der zweiten Codeingabe. You said the first code was entered at 5:40. What time was the second code entered? 6:08. Was wollte er noch sagen, als ich ihn abgewürgt habe? Können Sie uns sagen, wer heute Morgen da war? Genau, okay. 5:40 Uhr ist er wahrscheinlich rein und 6:08 war der Mord. 6:08 war der zweite. Und der Mord war... Wo haben Sie das Telefon gefunden? Der letzte Anruf war um 6:05 Uhr. Sekunden. Und das war um 6:08 Uhr. Also war das nach dem Mord. Was können wir aus diesem Fakt schlussfolgern? Der Mörder hat den Golfcode eingegeben. Nein. Tech gab den rätselhaften Code ein. Nee, da war er schon tot. Tech hat den Golfcode nicht eingegeben. Alle der genannten oberen Aussagen. Okay, der Mord passierte davor, also muss es nicht zwingend der Mörder gewesen sein. Tech kann es nicht gewesen sein, weil er schon tot war. Alle der oben genannten sind damit auch nicht möglich. Also muss Tech hat den Golfcode nicht eingegeben, weil es nach seinem Tod passiert ist. 6:08? That's after the murder. The killer went out and came back in? Maybe the metal in the mouth stunt was an afterthought. What can you tell us about this medal? State cross-country champion 1997. I'm sorry, gentlemen. I can rattle off academic records from memory, but sports records, that's another story. 97, im Untertitel steht 98. Is Coach Harvey in? Geht schon wieder los. Well, when he gets back, have him give me a call. I've got a question for him.
Wer hat die Medaille bekommen? Ja, das ist vielleicht auch interessant. Coach Harvey? Yes, I know, just ghastly. Tell me something. The first place state medal for cross country from 97. Yes. Can you tell me who... Harris, of course. No, that's all, thank you. The student who won that medal is dead. His name was Harrison Bedford. Das war wahrscheinlich auch das Problem mit dem Charger im letzten Teil, mit dem 2011. Wahrscheinlich haben sie da auch einfach irgendwie bei der Jahresübersetzung irgendwas verkackt. Es wäre wahrscheinlich ein 2010er gewesen, dann stand irgendwie 2011 im Text oder irgend so ein Quark. Na gut, sollten wir den Namen Harrison Bedford kennen? Nicht, dass ich wüsste. Das war das. Das war das. Ich glaube nicht, ne? Harrison Bedford, the preppy jogger. That's right, he was a student here. May 17th, 1998. Das soll man sich merken. Exactly a year ago. You followed the case? We conducted the case, and please, you don't have to remind us we blew it. I'm sure you tried your best. Such a tragic loss. Could the two murders be related? Were Harrison and Tag enemies? Well, not to my knowledge. We encourage our students to rise above petty feuds. Semper et infirmi est animi exeguique voluptus ultio. You took the words right out of my mouth. Okay, das war wahrscheinlich in einer der vorigen Episoden so drin, aber gut, das ist jetzt auch nichts, was wir zwingend brauchen, deswegen, ja, wenn Sie schon so fragen, was irgendwie zu vermuten, aber an die Preppy-Jogger-Andeutungen der vorigen Folgen habe ich jetzt echt nicht gedacht bei der Überlegung, ob wir den Namen kennen sollten. Verbindung zur Bedford-Familie. Harrison Bedford had a brother in middle school, didn't he? Not anymore. Franklin's here at New Amsterdam this year. He's a freshman. What about the girlfriend? What's her name? Boah, Alter. Ja, haben wir. Das war die am Ende von dem einen, die Narbe am Kopf hatte und die dann irgendwie, die sich nicht richtig erinnern kann. Die haben wir kennengelernt, ja. Ich frage mich aber nicht nach dem Namen, ey. Rachel Trevino war das erste Opfer. Abby Carmichael ist hier von der Staatsanwaltschaft. Addison Conway oder L. Jensen? L. Jensen kommt mir bekannt vor. Aber L. Jensen war, glaube ich, in irgendeinem anderen Fall. L. Jensen war doch die Frau von dem Hahnenkampf-Typi, oder? Meine ich, da müsste es Addison Conway sein. Probieren wir es mal. Genau. Allison Conway. Yes, she's a senior, transferred here at the start of the school year, sponsored by Mr. Bedford. Are both kids in school today? Well, they should be. Yes. Oh, I remember seeing Allison's Mercedes in the lot when I arrived. We'll need to talk to them. But they're in class. I hate to disrupt the students' education. It's our education I'm thinking about right now. Okay, 6 Sterne, 2 Bonussterne, 17 Haftstrafen, keine falschen Fährten. Sehr schön. So, Allison Conway goes to prep school now. Mr. Bedford is a generous fellow.
Probably helps that Allison gave birth to his grandson. Here's one case where being a teenage mother moves you up the social scale. Detective Briscoe, Detective Curtis. Ja, da ist Nice to see you too. I guess this is about Tag Vanderhook? News travels fast. We'd like to ask you a few questions. You know, there's another murder that's still unsolved. Right. We're investigating whether there might be a connection. Okay, fragen wir erstmal über Tech. Did you know the victim? Tag? Sure. I mean, a little. This is a small school. It's hard not to know everybody a little. And Tag wasn't the type to blend into the woodwork. How long have you known him? Since September, I guess. Sie ist wann wieder zurück? Oder wann auf die Schule? Sie haben Unrecht. Sie ist zum Anfang des Schuljahres hierher gewechselt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Schuljahr im September beginnt, also sollte das passen. Miss Vendock zufolge hat Tech im September in der New Amsterdam angefangen? Nein. Die Schulleiterin zufolge hat sich Allison und Tech während der Einführungswoche begegnet? Nein. Sie waren beide im Geländelaufteam? Nein. Die Schulleiterin zufolge ist Allison zu Beginn des Schuljahres auf die New Amsterdam gewechselt. Genau. What do you think of him? Everyone kowtowed to Tag because of his mom's money. He liked to brag about his conquests in class, and the teachers were too spineless to shut him up. I kept my distance. So you weren't one of his conquests? God, no. As if. Harrisons Medaille. Something peculiar about this murder. Tag had a medal shoved in his mouth. Harrison's medal, right? How do these things get out? It's a high school, detective. So, who do you think put it in there? Harrison's ghost? Would he have reason to? Did he have something against Tag? When me and Harrison were together, we didn't waste time talking about Tab Vanderhook, okay? But he did stick up for me once when Tag was a real ass. Eigentlich nicht, weil sie hat doch gesagt, dass sie sich erst kennengelernt haben auf der Schule hier, oder? Wann haben sie ihn kennengelernt? Im September. Im September ist sie hier an die Schule gekommen, aber das war ja schon nach Harrisons Tod, oder? Also würde ich sagen, es passt nicht. Allison sagte zuvor, dass sie nicht an Geister glaubt. Nein. Die Schulleiterin zufolge war Harrison der schüchternste Junge, der mir je begegnet ist. Nein. Sie behauptete, sie habe Tech das erste Mal im September getroffen und Harrison wurde im vorigen Frühjahr ermordet. Allison ging mit Tech aus, bevor sie mit Harrison zusammenkam. Nein, aber das hier. Sie behauptet, sie habe Tech das erste Mal im September getroffen. Das passt. I thought you first met Tag this past September. Yeah. Not counting that house party last spring. Tell us about that house party. Harrison wanted to introduce me to his prep school friends. Tag wasn't invited, but he showed up anyway. About midnight. He got in my face and called me Harrison's little Brooklyn bitch. Harrison got him in a headlock and made him apologize. Totally humiliated him. It was awesome. And that was the end of it? Tag ran off with his tail between his legs? I don't really remember how it ended, to be honest. I was pretty wasted at the time. I passed out not too long afterwards. Okay, Alibi? Where were you at 6 o'clock this morning? 6 o'clock? I was at home. Home is still in Brooklyn? No, I live with the Bedfords now, ever since Brendan was born. I thought you knew that. Memory's the first thing to go. Can anyone confirm your whereabouts? Sure, the whole household was up at 6. Brendan was throwing one of his famous tantrums. He's got a scream that could shatter glass.
Ja, macht irgendwie Sinn. Wir können es ja überprüfen. Allison hat sich bereits als glaubwürdig erwiesen. Es spart Zeit. Nee, es kann bestätigt werden, ja. Mercedes stand zu dieser Zeit in der Einfahrt. Das wissen wir nicht, aber es kann bestätigt werden. I tried to sneak canned baby food onto his plate and he caught on. So I have to go down to the kitchen and mix him up a fresh batch in the blender. Kid's got discriminating tastes. He's a Bedford. Okay, Brandon und Babynahrung ist wahrscheinlich irgendwie eine Ablenkung. Franklin. Wer ist Franklin? Franklin Bedford's supposed to be in gym right now, but we didn't see him on the basketball court. Achso, der Bruder. He's off with the golf team at the Chelsea Piers driving range. They've got a big tournament coming up and the coach has them all practicing their swings. Golf, hä? What? Check with Mr. Tate if you don't believe me. Ja, ist von Bedeutung, weil ein Golfteam-Code eingegeben wurde nach dem Mord. Der Schulleiterin zufolge ist die Golfsaison bereits vorbei. Nein, eingegebener Code des Golfteams im Tastenschloss des Kraftraums. Genau, Tex Schädel wurde mit einem 7er Eisen eingeschlagen. Nein, Franklins Abwesenheit schließt ihn als Verdächtigen aus. Nein, eingegebener Code am Tastenschloss. The driving range is covered now. Must have happened after they revoked your membership. Franklins You live in Alibi. the same house as Franklin. Was he there at 6? Sure, I assume. You didn't see him. No, I mean, he would have still been asleep at that hour. Golf an einem Tag wie heute, es schüttet schon den ganzen Morgen. Der Übungsplatz ist jetzt überdacht. Okay. Ist das plausibel? Ja, ist plausibel, aber es hat keinen Beweis und auf jeden Fall auch kein Alibi. So, ich habe ja schon die Punkte, also nehmen wir einfach mal Nein. Also die Frage, wie jetzt plausibel gemeint ist, ne? Ich meine, es ist schon plausibel, aber es ist jetzt halt kein Beleg, es ist halt nur eine reine Vermutung. Es könnte so sein, könnte aber auch genauso gut nicht so sein. Also es ist... also es ist plausibel, aber es ist nicht... ist jetzt kein Beweis oder kein Alibi für ihn und insofern ist es natürlich nicht plausibel als Alibi, ne? Weil er halt nicht gesehen wurde. Und das Baby hat alle zusammengeschrien, genau. Auf der anderen Seite, kann es natürlich sein, dass er einen sehr festen Schlaf hat. Manche wachen ja nicht auf, auch wenn es lärmt wie Sau. Das ganze Haus war um 6 wach. Die Schulleiterin erwähnte, dass er ein Frühaufsteher sei. Nein. Franklins Auto wurde um 6 auf dem Parkplatz gesehen. Nein. Golftraining an den Chelsea Piers fand um 6 statt. Wissen wir nicht. Baby. Insofern macht plausibel sogar Sinn. Nobody could sleep on account of your baby. Nobody except Franklin, I meant. That kid could sleep through anything. Did you actually see Franklin this morning? No. Motiv für den Mord an Tag. Tag insults you. Harrison attacks Tag. And later, Harrison is dead. I guess people must have pointed fingers. At Tag? Like I said, I hardly knew him. When you guys ruled him out as a suspect, I never gave him another thought. What about the people who did know him? I guess a lot of the kids around here kept on thinking he might have been involved. Did Tag do anything to dispel their suspicions? Tag was a bully. I think he liked having people think he was a killer, especially the younger kids. Kids like Franklin. Thanks, Allison. We'll be in touch. Hat er dies nicht zerstreut, diese Vermutung, und das ist ihm zum Verhängnis geworden, weil Franklin da tatsächlich geglaubt hat, dass das war, möglicherweise. Na gut, schauen wir mal. You think our boy Franklin is the killer? Pieces seem to fit. So, if he entered the golf team code to get back into the weight room after the murder, who entered the first code? The mystery code? Well, could have been Tag himself. His weight room privileges were revoked when he got kicked off the wrestling team, but his mom said he was good at getting around the rules.
So then Tag let Franklin in. Not realizing the kid had a gun and meant business. It's a good theory. Not enough evidence for an arrest. Not yet. Come on, let's find some. Can't you just talk to him when he gets back from the driving range? We intend to do that, but in the meantime, we need to take a look in his locker. Oh, you can't do that without a warrant. No, but you can. New Jersey versus TLO. Back in '85, Supreme Court decided school administrators have the right to search lockers, provided they have just cause for suspicion. You've done your homework, Detective. I'm impressed. Still, I don't know. Franklin Bedford's always been a well-behaved student. Okay, wir haben den Golfcode, wir haben das Motiv und wir haben kein Alibi. Ist eigentlich alles plausibel. Fangen wir mit dem Motiv an. We think Franklin blamed Tag for his brother's death. Oh dear. I'm not unaware of the rumors that have been circulating around the school. Revenge is a powerful motivator, Mrs. Boersma. I suppose I should open that locker for you. Here it is, number 224. What exactly are you expecting to find? We'll know it when we see it. Bingo. See you at lunch, Tyler. Franklin Bedford, where were you this morning at 6? Why? What's this about? Little matter of a murder weapon we found in your locker. Care to explain? Book him. You are under arrest for the murder of Tag Vanderhook. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to a lawyer. No confession yet? Not a word. They must teach counter-interrogation at that fancy prep school. Time to turn up the pressure. Good cop, bad cop? Mm-hmm. He's only 15. He's not too old to cry. You get him there, then I'll turn on the compassion and bring him home. I'm sick of waiting for a confession from this punk. We got the weapon, we got the motive. At this point, he's just wasting our time. Go easy, Detective. Come on, Franklin. Come clean. It'll be a lot easier for everybody if you do. My client maintains he's innocent. Give me a break. Wir haben die Waffe gefunden. Where's a little kid like you get a hold of a Walther P22? Daddy give it to you for first communion? My client has no idea how that weapon got into his locker. For Christ's sakes. Erinnern Sie sich an die beste Strategie, Franklin ein Geständnis zu entlocken? Ja, die Good Cop, Bad Cop Geschichte, oder? Gut. Wie sieht die Strategie aus? Ihn auf falschen Fuß erwischen und gnadenlos mit Anschuldigungen bombardieren, der abwechselnde Einsatz von Aggressivität und Mitgefühl, um ihn zu verwirren, ihn mit fortgeschrittenen Fördertechniken mürbe machen, ihn bis an die letzte Belastungsgrenze bringen und dann in den Hafen lotsen. Ja. Und wir sollen ja der Bad Cop sein, also fangen wir mal an. You hated Tag, didn't you? Of course you did. Harrison didn't like him a bit, and you wanted to be just like Harrison. Don't talk about my brother. Franklin, it's okay. Nochmal böser Bulle? Sure. Harrison was your hero. Great athlete, big man on campus, the perfect older brother. But the hero died, and his enemy went on living. It must have burned you up every time you saw Tag's smirking face in the hall. Knowing how he got away with murder. Shut up. Shut up! You don't know what really happened. Don't take the bait. Die wühlen ihn so richtig auf. Okay, weiter geht's. Everybody knew Tag killed your brother, but nobody could touch him. There he was, walking around free, laughing about Harrison, telling everybody what a loser Harrison was. Lies. It was all lies! He was a damn liar, and so are you. He deserved it. He deserved what he got. Franklin, watch yourself. Sein Widerstand bricht zusammen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwann umschwenken müssen, aber eigentlich soll sie ja... Ich meine, er hat noch nichts wirklich Schlimmes gesagt, also müssen wir noch ein bisschen weiter provozieren, ne? So you thought, hey,
He got away with murder. It must not be that hard. But guess what? It turns out Tag wasn't a murderer after all. And you are. So who's the ultimate loser in this story, huh? That's right, my boy. Stand firm. Damn, we almost had him there. Ah, fuck, hätte ich... Hätte ich doch vorher schon umschwenken sollen. Der war ja schon so weit. Oh, jetzt müssen wir sogar nochmal neu starten. Okay. No confession yet? Not a word. Time to... Mm-hmm. I'm sick of waiting for a confession from this punk. Go Okay, nach dem easy. dritten Mal war es, glaube ich, dann, ne? Wenn er My client maintains. Give me a break. Waffe. Where's a little kid like... My client has no. Yep. So, dann böser You Bulle. hated Tag, didn't you? Of course you... Don't talk about my brother. Franklin, it's okay. Nochmal. Sure, Harrison was your hero. Knowing how he got away with... Shut up. Shut up! You don't know what really happened. Don't take the bait. Okay, Nummer 3. Everybody knew Tag killed your brother, but nobody could... Lies. It was all lies! He was a damn liar, and so are you. He deserved it. He deserved what he got. Franklin, watch yourself. Okay, dann ist das der Zeitpunkt. Guter Bulle. Ist sie jetzt dran? Sure. You had every right to be outraged. And you had access to a gun? My dad's safe. I found the combination. So you stashed it in your locker, and when the opportunity presented itself... But I didn't. I wanted to. I admit it. I brought the gun to school, but then everybody started whispering, and I couldn't go through with it. I wasn't the one who shot Tag, I swear. Then who did? I don't know. Close enough to a confession for me. Weiß ich nicht. Na, so ausgezeichnet war es nicht, war der zweite Versuch. Docket number 4258677. People versus Franklin Bedford. Felony murder in the first degree. How does your client plead, Mr. Vance? Innocent, Your Honor. Your Honor, the people request bail in the amount of $500,000. That's excessive. My client is a juvenile. So was the victim. Franklin Bedford shot him in cold blood and then returned to desecrate the body. Under the circumstances, $500,000 is warranted. Last year, I had a young man disappear to Europe after making bail on a drunk driving charge. I'd like to see Franklin stick around. $500,000. Fine. I'll cut you a check. You bastards aren't gonna take him from me. Mr. Bedford. Ha! This is... You can't find Harrison's killer, and now you want to haul Franklin off on trumped-up charges. Well, we're gonna beat you. Don't you worry, son. We're gonna win this thing. Mr. It's in Bedford, the you are bag. out of order. The gun must be ruled inadmissible. The gun is the critical piece of evidence in the case, Your Honor. Illegal search and seizure. It was obtained without a warrant. The police were within their rights. Ja, weil die Schulleiterin es ja geöffnet hat und die hat das Recht. Ein Durchsuchungsbeschluss ist bei einem minderjährigen Verdächtigen nicht notwendig. Nope, Briscoe und Curtis hatten einen Durchsuchungsbeschluss. Nope, die Waffe war deutlich sichtbar. Nope, die Schulverwaltung hat die Durchsuchung genehmigt. Genau. New Jersey versus TLO established that school administrators can search students' lockers given reasonable cause for suspicion. The circumstances of the crime naturally threw suspicion on the accused. And the locker was in fact opened by an administrator. By the headmistress, yes. Then I'm dismissing the motion to suppress. Sehr schön. Mr. Bedford, is your son capable of murder? Of course not. Why, Franklin helped to organize the Youth Anti-Violence March in the park last fall.
Ich meine, es ist Fachkenntnis, aber der hat keine psychologische Einschätzung des Jungen. Und B, ob er jetzt da mal sowas organisiert hat oder nicht, ändert ja nichts. Also. Objection! Fakten nicht Teil der Beweisführung. Irreführung der Jury. Weiß ich nicht, ob es irrelevant, würde ich sagen. Irrelevant. The defendant's opposition to violence in the abstract can't be taken as evidence against his propensity for actual violence. Sustained. Please strike that from the record. Tag Vanderhook was shot at 6 a.m. May 6. At which time Franklin was home. You can swear to this? With pleasure. Now, let's be honest. This trial is a farce. My son has been targeted because he's a Bedford. Certain factions in this city want to see us cut down to size. Naja, es hat nichts mit dem Fall zu tun. Es ist irrelevantes Gelaber. Die Frage, was jetzt genau ist, ist keine Provokation. Es ist irrelevant irgendwie schon, aber okay, wir hauen auf jeden Fall mal rein. Objection! Es ist Mutmaßung in gewisser Weise. Provokation bezieht sich ja, soweit ich mich erinnere, darauf, dass der Anwalt dem Zeugen was unterjubelt. Auf deiner Seite, wenn er sagt, gewisse Leute würden uns gerne am Boden sehen, das ist halt irgendwie Mutmaßung. Ja, wahrscheinlich ist es falsch, aber ich nehme es mal. The defendant is speculating about the people's motives. We intend to prove this case on the evidence. Objection sustained. You're not doing yourself any favors, Mr. Bedford. Tell us about your interactions with your son on the morning of the 6th. I woke up about a 5:15 to the sound of his golf swing. And that happens every morning in season. He likes to practice in the yard at sunrise. We had breakfast together half an hour later, as usual, and after that, I dropped him off at school. You drove him personally? Yes, as a matter of fact. Usually he rides with Allison, but she took the bus that day. Your witness, Mr. McCoy. Okay, plus 20, soweit so gut. Und jetzt können wir dann mit dem Babygeschrei anbringen. Mr. Bedford, hoffentlich. Are you aware that perjury is a federal offense? I stand by my testimony. All of it? Frühstück. Weil das Babygeschrei hat ja alle aufgeweckt, also können sie ja nicht 5:30 schon gefrühstückt haben, alle zusammen. Da hätten sie ja schon wach sein müssen. You two had breakfast together. As we do every morning. Allison Conway said she never saw Franklin that morning. Well, of course she wouldn't. As a rule, Allison stays in her room with the baby till it's time for her to go to school. Was hat Allison gesagt? Also musste sie runter in die Küche, um ihm eine frische Portion im Mixer zu machen. Das würde ja dann heißen, dass sie nicht bis dahin in ihrem Zimmer blieb. Wobei das Frühstück war... War wann?
Wissen wir nicht. Aber um 6 Uhr hat er gesagt, hat er Golftraining gemacht, also muss es nach 6 gewesen sein. Und da war sie auf jeden Fall in der Küche. Also nein. Mercedes ist um 6:30 Uhr auf dem Parkplatz der Schule gesehen worden. Nein, sie sagte, sie wäre vor der Schule laufen gewesen. Auch nicht. Sie musste in die Küche, um Babynahrung zuzubereiten. Genau, das Baby war an diesem Tag bei seinen Großeltern auch nicht. Sie musste in die Küche, um Babynahrung zuzubereiten. Allison told us she had been down to the kitchen that morning. What can I say? The two of them just missed each other. Mhm. Fahrt zur Schule, Golftraining. You testified that Franklin's golf practice woke you up. Yes, he's very committed to improving his drive. I fully support him in his ambition, but unfortunately the backyard borders my bedroom. Es ist glaubhaft, dass Franklin Mr. Bedford mit seinem Golftraining aufgeweckt hat. Also so laut ist es nur auch wieder nicht. Außerdem hat Allison ja schon gesagt, dass alle vom Babygeschrei aufgeweckt wurden. Allison zufolge schläft Mr. Bedford im Keller. Nein, am Morgen des Mordes hat es geregnet. Nein, es gibt keine Gärten in Manhattan. Na gut, die Reichen haben schon einen. Allison zufolge übte Franklin nie zu Hause. Oh, hat sie das gesagt? Ach doch, es regnet schon den ganzen Morgen. Der Übungsplatz ist überdacht. Aber das war jetzt nicht der... Oder war das der Mordmorgen? Und dann war das hier, genau. Es hat geregnet. Richtig. Your son must be very committed, considering it was pouring rain on the morning of the murder. He may have been practicing in the study. I don't recall. Practicing his drive in the study. I hope you don't have any Tiffany lamps in there. You personally drove Franklin to school? In the Mercedes, yes. Allison was delayed by the baby that morning, as I recall, so she had to catch a bus. Ja, weil die Schulleiterin gesagt hat, dass Allison mit dem Mercedes gekommen ist. Okay. Das in den Codes muss ich auch noch mal merken. 2 Codes wurden eingegeben. Ich erkenne den zweiten. Das ist der erste. Das ist der Code der Golfmannschaft. Aber der Code, der um 5:40 Uhr eingegeben wurde, das ist keiner von denen, die wir herausgegeben haben. Okay, Coach Harvey. Anfang gewechselt. Ich habe Allisons Mercedes auf dem Parkplatz gesehen, als ich gekommen bin. Genau, das heißt, wenn er Franklin an die Schule gefahren hätte mit dem Mercedes, dann wäre er mit dem Mercedes wieder weggefahren. Das kann aber nicht sein, weil die Schulleiterin gesagt hat, der Mercedes stand auf dem Parkplatz. Also lügt er. Genau, die Schulleiterin hat ausgesagt, sie hätte Allisons Wagen auf dem Parkplatz gesehen. Franklin sagte, er hätte an diesem Morgen den Bus genommen. Nein, Franklin ging ohne Zwischenstopp bei der Schule direkt zur Chelsea Pierce Driving Ranch.
Weiß ich nicht. Mr. Bedford hat zuvor gesagt, dass er nie Auto fährt, auch nicht. Aber die Schulleiterin hat gesagt, dass sie Allisons Wagen auf dem Parkplatz gesehen hat. Mrs. Boersma, the headmistress, told us that Allison drove the Mercedes to school that morning. She was mistaken. The murder weapon was found in Franklin's locker. Perhaps you can tell the court where it came from. I have no idea where it came from. Well, it was obviously planted there by the murderer. Ja, es besteht eine Verbindung, weil Franklin ja gesagt hat, dass er die Waffe aus dem Safe von seinem Vater hat, also von ihm. Und damit besteht eine Verbindung. Der Bedford hat zugegeben, Franklin eine Waffe zum Geburtstag gekauft zu haben? Nein. Franklin hat zugegeben, die Waffe aus dem Safe seines Vaters genommen zu haben. Es handelt sich um die Waffe von Mr. Bedford. Korrekt. Mr. Bedford sagte, Walter würde den Tod seines Sohns rächen. Nein. Es handelt sich um die gleiche Waffe, mit der Harrison letztes Jahr umgebracht wurde. Nein. Franklin hat zugegeben, die Waffe aus dem Safe seines Vaters genommen zu haben. Es handelt sich um die Waffe von Mr. Bedford. Korrekt. Mr. Bedford, Franklin has already confessed to taking that gun from your safe. Yes, well, all right, but not to pulling the trigger. I'm telling you, he was framed. Franklin was framed. What's that? Your Honor, my client has some information to impart privately. Are you requesting a recess? I think I'm requesting a continuance. Okay, plus 40, insgesamt plus 60. Sehr schön. Weil ich weiß nicht, ob es wirklich war. Ich glaube es jetzt eher nicht so vom Gefühl her. Franklin Bedford was here that morning. He signed in at 5:48 and the nurse processed his paperwork at 6:40. Ja, weil das der Zeitpunkt des Mordes ist. Also Zeitrahmen des Mordes. Jemand anderes als Franklin hat den mysteriösen Code eingegeben. Jemand anderes als Franklin hat Tech Vanderhook erschossen. Jemand anderes als Franklin hat den Code des Golfteams eingegeben. Alle der oben genannten Aussagen. Okay, also nochmal zurück zur Schulleiterin. Heute Morgen wurden 2 Codes eingegeben. Der zweite ist vom Golfteam. Der erste ist 5:40 Uhr. Und der zweite war dann 6:08 Uhr. Na gut, 8 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Schule jetzt hier von dem Ding weg ist. Von dem Krankenhaus. Also er hätte es vielleicht schaffen können, den um 5:40 Uhr einzugehen und dann 8 Minuten später hier zu sein. Aber er kann nicht den Code um 6:08 Uhr eingegeben haben. Jemand anderes als Franklin hat Tech Vanderhook erschossen. Naja, theoretisch stimmen 2 und 3. Was jetzt nicht sein kann, weil entweder müssten dann alle 3 stimmen oder es stimmt nur 1 von beidem. Also auf jeden Fall hat jemand anderes als Franklin den Code des Golfteams eingegeben, weil das war 6:08 Uhr. Und wenn er auf 5:48 Uhr hier war, kann er auch nicht Vanderhook erschossen haben. Und das wäre jetzt nur richtig, wenn man davon ausgeht, dass er es nicht schafft, von der Schule hierher zu kommen in 8 Minuten. Aber warum sollte er den Code eingeben und dann abhauen?
Also die beiden Sachen stimmen, also muss die Sache auch stimmen. Also gehe ich mal davon aus, implizit, dass er da auch schon auf dem Weg hierher war und dann müssten alle stimmen. Ja. Are you sure it was May 5th? This is very important, Dr. Markovich. Quite sure. Tissue samples arrived at the DNA lab at 10 a.m. on the same day. Results haven't come back yet. DNA lab? Can you tell me the nature of the tests? Franklin hasn't said? No. Then I'm afraid I have to invoke doctor-patient privilege. Okay, wir haben einen Stern, einen Bonusstern. Haftstrafensterne gehen auch hoch, obwohl wir jetzt eigentlich keinen Verdächtigen mehr haben. Aber okay, gut. out with it. Huh? You were willing to risk going to jail rather than admit you were at the clinic on the morning of the murder. So? The alibi checked out. As far as you're concerned, that's where the matter ends. The matter ends when my curiosity is satisfied. Warum hast du die Wahrheit verschwiegen? Warum bist du zum Arzt gegangen? Also erstmal, warum hast du die Wahrheit verschwiegen? Why didn't you tell the truth? I was trying to protect Dad. He went through so much with Harrison's death. I didn't want to worry him. Eigentlich nicht, weil der Vater war ja noch gar nicht da. Der hätte es ja gleich im Verhör sagen können und dann hätte der Vater das gar nicht mal unbedingt erfahren. Also eigentlich klingt das nicht plausibel. Harrisons Tod war Mr. Bedford egal? Nein. Die Sorgen eines Mordprozesses sind wohl kaum besser? Korrekt. Mr. Bedford zufolge kriegt Franklin nur das, was er verdient? Nein. Franklin will, dass sein Vater leidet? Nein. Die Sorgen eines Mordprozesses sind wohl kaum besser. So to spare him the worry of a medical ordeal, you saddled him with the worry of your murder trial. Doesn't wash. Ja. Why did you visit the clinic on May 5th? They think I might have AIDS. Nein, weil dann würde ich keinen DNA-Test machen. Der Arzt meint, dass Franklins Krankheit nicht ansteckend sei? Nein. Franklin hätte sich einem Test unterziehen müssen, bevor er dem Golfteam beitritt? Nein. Der Arzt erwähnte, Proben zum DNS-Labor geschickt zu haben? Genau. Mr. Bedford zufolge wurde Franklin ein tadelloser Gesundheitszustand bescheinigt? Auch nicht. Aber das wäre dann kein DNS-Test. Nice try. Your tissues were sent to a DNA lab. They don't test for AIDS by analyzing your DNA. All right, it's not AIDS. It's a genetic disease. I don't remember what it's called. If it's a genetic disease, then your dad's at risk. Let's call him right now. Wait. I went in for a paternity test. I brought them a tissue sample from Allison's baby to find out if Harrison's really the father. If not Harrison, then who? Ja, offensichtlich. Tag. Tag? Achso, es war keine Probe von ihm, sondern eine andere, vom Baby. Okay. Tag? I ran into him the Sunday before he died, when I was out pushing Brendan in his stroller. He started talking smack, acted like he was gonna mess with the baby. I told him to get back, and he was like, doesn't a father have rights anymore? That's it. Well, you know, it made me start to wonder. Let me get this straight. Based on one smartass comment from Tag, you made arrangements to get a paternity test, then risked a murder conviction to keep it a secret? You took him that seriously? Yeah, I took him seriously. Tag wasn't the kind of guy to tell lies for no reason. Naja, er hat ja dieses Gerücht auch nicht irgendwie bestritten, das hat ja Allison erzählt, ne? Dass er der Mörder wäre und so Geschichten. Also er war einer Lüge, glaube ich, nicht abgeneigt. Ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, kann man so oder so sehen. Alle kuschten vor Tag, weil seine Mutter reich ist. Hat gern angegeben.
Hm. Tech schüchtert die Leute gerne ein. Ich glaube, er mochte es, dass sie ihn für einen Mörder halten. Also das klingt nicht so, als wäre er der Typ, der nicht gern ohne Grund lügt. Also klingt das nicht so richtig nach Tech. Tech hatte einen guten Grund zu lügen. Er hasste Franklin. Ja, Franklin hat bereits ausgesagt, dass Tech ein notorischer Lügner war. Das nicht. Franklin hatte Tech bis zu diesem Augenblick noch nie getroffen. Doch an der Schule. Franklin verfügte bereits über schlüssige Gegenbeweise. Auch nicht. Tech hasste Franklin? Ist es so? Verfügte über schlüssige Gegenbeweise? Nicht. Das ist ein notorischer Lügner, das hat er auch nicht ausgesagt. Haben Franklin und Tech sich schon mal getroffen? Ich meine, die waren an der gleichen Schule, aber ist Franklin auch schon länger an der Schule? Was hat die Schulleiterin gesagt, wann er an die Schule gekommen ist? Franklin ist seit diesem Jahr hier in der New Amsterdam. Seit diesem Jahr heißt seit September. September. Und am Sonntag vor seinem Tod getroffen, also eine Woche vorher. Also es kann gut sein. Tech hat einen guten Grund zu lügen, er hasste Franklin. Ist aber auch so eine Frage. Also er hat ihn wahrscheinlich schon mal getroffen an der Schule. Das kann es nicht sein, das auch nicht. Also ich weiß nicht, warum er jetzt Franklin hasste, aber wahrscheinlich einfach generell. Ich meine, er hat den Bruder gehasst, aber ist eigentlich die einzige von denen, die irgendwie Sinn ergibt. Okay. War auch komisch, you weil told ich Detective nicht, Briscoe warum. and Curtis that Tag told nothing but lies. Yeah, but... And you've been Echt? telling nothing but lies in this interview. Okay. Is the paternity test a lie as well? No, look, I didn't believe Tag at first. Like you said, the dude was a liar, and I knew Allison couldn't stand him. But he kept needling me about it, telling me that Harrison knew all about him and Allison, and then, a couple days later, this came in the mail. Enjoy the show. Everybody else has. I haven't seen my share of the box office, but that's about to change. Tag. Don't say anything to my dad, okay? He might take it bad, and Allison, she's part of the family now, her and Brendan.
I just don't want to be the one who spoils it. Okay, Bonusstern haben wir verloren, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Okay, boys and girls, here she is in all her glory. Allison Conway, Harrison Bedford's little Brooklyn bitch. Poor girl can't hold her Jack and Coke. This must have been shot at that party last spring. That's right. Allison told us she passed out that night, and there's the evidence. I assume our narrator is Tag. Miss Allison here is attempting to sleep her way into high society. Literally. Too bad she never learned the rule. You can't rise without the Vanderhook blessing. I think I know where this is going. So just to prove what a big-hearted guy I am, I'm gonna give it to her anyway. Watch closely, Harrison, buddy. And it goes on from there. I can understand why Franklin didn't want this to get out. Allison is like a sister to him. But what does this do for our case? If Franklin didn't do it... Then somebody framed him. Someone who had access to the weight room and Franklin's locker. Could be Allison herself, if she knows about the video. I think we need to have another talk with her. Should we tell her everything up front? We got no choice. Paternity of her child is in question. If she doesn't know that, she needs to. Come on, Ray, she's just a kid. Her world has already been blown apart once. Last thing she needs right now is news like this. Why not wait until the test results are in? If Harrison's the father, she never needs to learn about the video. Ich meine, es hieß ja irgendwie, dass es sowieso schon jeder gesehen hat, also wird es so oder so rauskommen irgendwann, schätze ich. Genießt die Show, haben alle anderen auch. Ich habe meinen Anteil am Kassenschlager noch nicht bekommen, aber das ändert sich bald. Also es klingt ja so, als hätten es eh schon diverse gesehen, diverse Leute. Und es wird schon irgendwie im Umlauf sein. Ja, ist so eine Frage, ne? Weil wenn sie es ihr nicht sagen und sie erfährt es dann woanders, ist halt auch irgendwie scheiße. Und naja, Dinge nicht zu wissen ist halt nie gut, ne? Außerdem, nee, wäre auch egal. Naja, weiß ich nicht. Ja, ich würde schon sagen, ja. Watch closely, Harrison, buddy. You might learn a thing or two. Turn it off. Turn it off! If you need to be alone for a while, we can leave. No. Who else knows about this? Who knows what he... Oh, God. That's what we're trying to find out. We have some reason to believe that he sent it to Harrison. Then that explains the attack. What attack? Somebody ambushed Tag. Split his face wide open. Ein paar Tage nach der Party hat ihm eine klaffende Wunde im Gesicht verpasst. Das ist dann wahrscheinlich die Narbe. Insofern passt es mit den Beweisen. Blut und bewusstlos aufgefunden hat? Nein. Franklin hat gestanden, Tag verprügelt zu haben, nachdem er als Verdächtiger im Fall des Mordes an Harrison ausgeschlossen wurde. Nein. Allison hat ausgesagt, dass Harrisons Tag nach der Party im letzten Frühjahr zu Brei geschlagen hat. Nee, aber wenn doch etwas gesagt über die Narbe. Die Mutter, was ist das mit der Medaille? Erst letzten Monat wurde er aus der Ringermannschaft geworfen und erst vor kurzem wurde er bei einer Schlägerei schwer verletzt. Genau. Das Ergebnis der Schlägerei war. They never told us who did it, but the rumor was it was Harrison. I didn't know whether to believe it. I mean, I knew he was pissed at Tag for insulting me, but he wasn't the type to go postal like that. Das erklärt dann vielleicht auch, dass
Also es könnte dann sein, dass Tech halt den Auftragsmord an Harrison in Auftrag gegeben hat als Rache oder so. Oder es war Brandons Vater, der den Auftragsmord dann verursacht hat? Nee, in Auftrag gegeben hat? Nee, veranlasst hat, wie auch immer. Sie haben uns nie gesagt. When you say they never told you who attacked Tag, what do you mean? Who's they? Mrs. Boersma and the secretaries. They heard the screams and ran out into the hall. Wait, you're saying the fight happened at New Amsterdam? Er wurde aus der Ringermannschaft und eine Schlägerei. Aber war das im Zusammenhang mit dem Ausschluss aus der Ringermannschaft? Erst letzten Monat wurde er aus der Ringermannschaft geworfen und erst vor kurzem bei einer Schlägerei schwer verletzt. Wir erfahren halt nichts über... Wir erfahren nichts über den Ort der Schlägerei. Soll das heißen, die Schlägerei fand an der New Amsterdam statt? Stimmt das mit den bisherigen Beweisen überein? Ich meine, wir haben ja gar keine Informationen bisher darüber, wo die Schlägerei war. Also es stimmt nicht mit den Beweisen überein, weil wir eigentlich keine Beweise haben, würde ich mal sagen. Hat irgendjemand anders was erzählt? Aber es widerlegt auch nicht. Also es steht auch nicht im Widerspruch zu irgendwelchen Beweisen, die wir haben. Also insofern stimmt es schon überein. Ist jetzt ein bisschen die Frage, wie das gemeint ist, aber ich nehme mal ja. Nee. If this beats me, I wasn't there. I'm just telling you what the other kids have told me. Supposedly, Mrs. Boersma hauled Harrison into her office, but it's not like he got expelled or anything. And then, a week after that, he was dead. Warum wurde Tech nicht verdächtigt? Why did nobody tell us this when we were investigating Harrison's murder? If what you're saying is true, then Tag had a motive. Tag was already gone when Harrison was killed. Gone? Gone where? His mom pulled him out of school and sent him off to California to recuperate. They say she was furious with New Amsterdam, swore that the Vanderhooks were done with it. Wenn das stimmt, wieso hat Miss Boersma da nichts gesagt? Keine Ahnung, ich war nicht da. Ich kann Ihnen nur sagen, was die anderen Schüler erzählt haben. Ja, es ist jetzt halt die Frage, es stimmt nicht mit den Sachen überein, weil wir nichts gehört haben von der Schulleiterin darüber und so. Also das kann man jetzt so oder so verstehen. Tech war schon weg, als Harrison ermordet wurde. Seine Mama hat ihn von der Schule genommen und nach Kalifornien geschickt. Mit welchem zeitlichen Ablauf? Stimmt das mit dem zeitlichen Ablauf überein? War Tech irgendwann mal in Kalifornien? Das sind alles so Sachen, die irgendwie aus dem Nichts zu kommen scheinen gerade. Und es sollte aber trotzdem es auf irgendwelche Beweise verknüpfen.
Ah, sie hat Streit und worum es in dem Streit ging, wollte sie uns nicht sagen. Tatsache ist, dass unsere Beziehung in den letzten Monaten etwas kompliziert war. Seit dem 1. April. Genau, und Harrison wurde ja auch im Frühjahr ermordet. Seit dem 1. April hatten sie Probleme, weil sie einen bösen Streit hatten. Tech war schon weg, als Harrison ermordet wurde. Insofern passt das mit dem zeitlichen Ablauf. Wenn man es jetzt darauf bezieht, dass das auch das Zeitfenster ist, wo es Streit zwischen Tech und seiner Mutter gab und es da vielleicht irgendwie Konflikte gab. But then she turned around and donated a gym to the school that summer. And Tag was back in the fall, like nothing was wrong. Something's wrong with this picture. Thanks for being forthcoming, Allison. Are you gonna be okay? I just need some time to think. Everything's different now, you know. Dann ist das wahrscheinlich die Spende der... God help her if that baby turns out to be Tag's. Ja, also wir jetzt nochmal machen. Dann bezieht sich das, dann ist es jetzt wahrscheinlich so, dass sie die Sporthalle gesponsert hat. Ich meine, das ist auch so eine Frage, ne? Passt das mit dem Zeitablauf überein? Und da wollen sie Nein hören, weil sie dann im Sommer die Sporthalle gespendet hat, was durchaus passt, weil wenn das so war, dann hat sie wahrscheinlich die Sporthalle bezahlt und sich damit das Schweigen der Schulleiterin erkauft. Also ich würde es immer noch so sehen, dass es... Watch closely, Harrison, buddy. You might learn. If you need to be alone... No. That's what We have some... And that explains the... What attack? Somebody ambushed... Das passt dann ziemlich gut rein. Dann hat sie nämlich genau aus dem Grund die Sporthalle gekauft. Und das ergibt dann auch Sinn. Aus irgendwelchen Gründen wollen sie hier Nein hören. Ein paar Tage nach der Party hat ihm eine klaffende Wunde im Gesicht verpasst. Passt, weil er hat ja die Narbe. They never told us who did it, but the rumor was it was Harrison. I didn't know whether to believe it. I mean, I knew he was pissed at Tag for insulting me, but he wasn't the type to go postal like that. Und es passt auch zeitlich, dass Tag weg war und dann aber im Schuljahr wiederkam, nachdem im Sommer auch die Sporthalle gesponsert wurde, weil, also es passt zeitlich perfekt. Es gab den Streit, Harrison greift Tag an. Tag geht von der Schule nach Kalifornien. Kurz danach wird Harrison ermordet, was dann dazu führt, dass die Mutter die Sporthalle bezahlt, Tag zurückholt an die Schule, quasi durch die Sporthalle sich das Schweigen der Schulleiterin erkauft, was mit Harrison war, und Tag wieder zurückholt, weil jetzt kann Tag ja wieder zurück, weil Harrison ist ja weg. Und damit keine Bedrohung mehr für ihn oder so. Also insofern ergibt es schon irgendwie Sinn. Ich weiß nicht, warum sie dann Nein hören wollen. Da müssen wir aber bei den Begründungen dann gucken, was sie da hören wollen. When you say they never told you who attacked Tag, what do you mean? Who's they? Mrs. Boersma and the secretaries. They heard the screams and ran out into the hall. Wait, you're saying the fight happened at New Amsterdam? Okay, jetzt wollen sie ihr Nein hören. Ich bin mal gespannt, warum. Franklin sagte, dass die Schlägerei auf der Straße stattfand. Allison meinte, dass die Schlägerei auf der Party stattfand. Aussage der Schulleiterin zufolge wusste sie nichts von einem Zwist zwischen Harrison und Tag. Okay, das war es nicht, weil sie hat es nicht näher eingegrenzt. Nur, dass es nach dem Rauswurf aus dem Ringerteam war. Das glaube ich auch nicht, weil sie hat ja nur gesagt, dass er ihn in den Schwitzkasten genommen hat und dann weiß sie nicht mehr, was danach passiert ist. Franklin, hat Franklin was über die Schlägerei gesagt?
Ah, hier war das mit dem, er ist ein Lügner. Ah, alles Lügen. Okay. Franklin hat nicht gesagt, dass die Schlägerei auf der Straße stattfand. Ein Zwist zwischen Harrison und Tech. Schulleitung. Das könnte es noch sein. Ansonsten ist es jetzt auch wieder so ein bisschen... Aber wir liebten ihn alle. Hat ihr irgendwas gesagt über das Verhältnis zwischen Harrison und Tech? Waren Harrison und Tech Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Wir bestärken unsere Schüler darin. Ja. Also das wahrscheinlich. Der Aussage der Schulleiterin zufolge wusste sie nichts von einem Zwist zwischen Harrison und Tech. Aber ist das auch der Grund, warum das nicht vielleicht passt? If this is true, why didn't Mrs. Boersma say anything? Beats me. I wasn't there. I'm just telling you what the other kids have told me. Supposedly, Mrs. Boersma hauled Harrison into her office, but it's not like he got expelled or anything. And then, a week after that, he was dead. Warum wurde Tech nicht verdächtigt? Why did nobody tell us this when we were investigating Harrison's murder? If what you're saying is true, then Tag had a motive. Tag was already gone when Harrison was killed. Gone? Gone where? His mom pulled him out of school and sent him off to California to recuperate. They say she was furious with New Amsterdam, swore that the Vanderhooks were done with it. Okay, das passt dann nicht, weil sie die Sporthalle gespendet hat. Das macht Sinn. Laut Miss Vanderhooks Aussage war Tech während des letzten Frühjahrs in Europa. Nein. Tech hat Harrisons Leiche entdeckt. Nein. Miss Vanderhook hat der Schule im Sommer eine sehr großzügige Spende zukommen lassen. Verletzungen stammten aus dem Frühjahr dieses Jahres, ein Jahr nach Harrisons Tod. Sehr großzügige Spende. And Tag was back in the fall, like nothing was wrong. Something's wrong with this picture. Thanks for being forthcoming, Allison. Are you gonna be okay? I just need some time to think. Everything's different now, you know? God help her if that baby turns out to be Tag's. Okay, mit dem zweiten Anlauf. Ja, so im Nachhinein die Argumentation, das macht dann, also das mit der Spende macht Sinn, dass das zeitlich nicht passt. Weil wenn sie gesagt hat, sie ist durch mit der Schule, warum sollte sie ja dann ein paar Monate später eine Sporthalle spenden? Das erste, weiß ich nicht, das von der Formulierung so nachvollziehen kann, aber na gut. Furious at New Amsterdam? Of course I was furious. My son was savagely beaten in their halls. His face had to be sewn back together. And yet you made a huge bequest just 3 weeks later. It doesn't square up. Why the change of heart? Tag convinced me to do it. Despite what had happened, he was devoted to the school. He told me it was the one place in all the world where he felt truly accepted. Das glaube ich nicht, wenn ihn jeder gehasst hat. Keine Chance. Schulleiterin hat zugegeben, dass Tech sich nirgends eingefügt hat. Vanderhook sagt, Tech und die New Amsterdam seien wie Öl und Wasser gewesen. Allison sagte, dass Tech die Schule wechseln wollte. Nein, Tech hat das Glasdale-Trophäenvitrine eingeschlagen, um seinen Hass auf die Schule zu zeigen. Das wissen wir nicht, ob er das war. Wobei wir wissen eigentlich, dass er es nicht war, weil der wird sich ja nicht selber die Medaille in den Mund gesteckt haben und warum sollte die Scheibe einschlagen, wenn er nicht die Medaille entnehmen will? Das war wahrscheinlich eher der Täter oder jemand, der ihn tot da hat liegen sehen und dann die Chance genutzt hat, was auch immer.
das glaube ich nicht. Aber hat sie gesagt, die New Amsterdam seien wie Öl und Wasser gewesen? Hat sie das gesagt? Ja, er und die New Amsterdam sind wie Öl und Wasser. You told the police that Tag and New Amsterdam were like oil and water. Did I? How odd. It's time you told us the truth, Mrs. Vanderhook. You're good. I like you. Yes, if you must know, the bequest was extorted from me. My reputation is the basis of my fortune, Miss Carmichael. Unfortunately, that makes me uniquely vulnerable to scandal. Somebody saw an opening and seized it. I would have been more forthcoming if I thought this had anything to do with my son's murder. But Tag did figure in this scheme, didn't he? We've seen the video. You have? That's not exactly the sort of thing that makes a mother proud, but then making mother proud was never very high on Tag's to-do list. Wer hat sie erpresst? What we want to know is, who else knew about it? Who was extorting you? But surely you've already guessed. Our beloved headmistress, Karen Boersma. Though how she got a hold of the video, I'll never know. Naja, höchstwahrscheinlich nicht von Harrison. Mein Tag könnte es ihr gegeben haben, um sie an Harrison zu rächen. Oder Harrison hat es ihr gegeben, um den Grund für seinen Angriff zu erklären. Das ist jetzt... Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Die Frage ist, was ist mit Harrison passiert nach dem Angriff? Und dann dreht er auch eher durch, vielleicht jetzt weniger wegen der Beleidigung, sondern wegen des Videos. Genau, die hat Harrison in ihr Büro geschleift, ihn aber nicht von der Schule geworfen. Also vermute ich doch Harrison. Ah, verdammt. Ich glaube, Harrison war links. Ja. Sie war Harrisons Privatlehrerin? Nein. Sie hatte Harrison kurz vor seinem Tod im Sandpark? Nein. Sie war Gastgeberin der Party, auf der das Video aufgenommen wurde? Nein. Sie hat Harrison nach der Schlägerei in ihr Büro gestellt. Genau. Ah, she hauled Harrison into her office right after the fight. She must have forced it out of him then. It would explain why she didn't expel him. However she got it, she understood immediately what it could do to my reputation. The son of Trisha Vanderhook? Forcing himself on some inebriated little tramp? On camera yet? The press would fight to get their claws on the footage. The price was steep, but it wasn't too much to pay for a guarantee that the video wouldn't get out. So I paid up, and that was the end of it. Garantie gab's, okay. Und was soll das gewesen sein? Mrs. Boersma guaranteed that the video wouldn't get out? How could you be confident she wouldn't turn around and extort more money out of you next year? I made sure she couldn't do that. In exchange for my generous donation, she gave me an insurance packet. Meaning? A handwritten statement of what she'd done, signed and dated. If the video gets out, so does her confession. Mutually assured destruction.
Always good for keeping hostile superpowers quiet. Do you still have this statement? Yes, and I intend to hold on to it. Unless you can prove this has something to do with Tag's murder. Was wusste Tag davon? Ist vielleicht auch eine interessante Frage. Reaktion auf Tags Verbrechen. Nehmen wir das mal. It must have been a nasty shock seeing Tag's video. What sort of reaction are you attempting to provoke here, Counselor? Outrage? Tears? Bitter recriminations against my dead child? Sorry to disappoint you. My feelings are my own business. Na, okay. Did Tag know you were being blackmailed on account of him? No. As far as he knew, there were only 2 people in the world who knew about his little excursion into filmmaking, and one of them was dead. Welche 2 sollen das sein? Also Tag aus Tags Sicht. Tag kann ja höchstens gewusst haben, dass Harrison davon weiß und deswegen kam es auch zu dem Angriff. Vielleicht hat es ihm auch selber gesagt. Er kann aber nicht gewusst haben, dass die Schulleiterin das weiß. Er kann nicht gewusst haben, dass seine Mutter das weiß. Es sei denn, in dem Streit zwischen ihm und seiner Mutter ging es darum. Gab es nur 2 Leute, die von seinem Ausflug wussten in die Filmemacherei. Wer sollen die beiden sein? Also Harrison könnte einer sein und der ist halt tot. Außerdem hat er das Video ja rumgeschickt, ne? Insofern... Das mag später gewesen sein, aber es ist aktuell so. Also kann das eigentlich nicht stimmen, weil er hat das Video ja anderen gegeben. Dass alle anderen es schon gesehen haben, genau. Miss Bedford dazugeben, oft von dem Video gewusst zu haben. Tag sprach von einem Live-Publikum. Nein, Vanderhook sagte vorher aus, dass sie keine Geheimnisse vor Tag habe. Nee. Notiz auf dem Video, dass alle anderen es schon gesehen haben. Tag bragged to Franklin Bedford that the video was a box office hit. Did he? Oh, how tacky. He knew somebody was making money off it. Yes, I suppose I did let the secret slip out. Mhm. Wann erfuhr er davon? When did you tell Tag about your arrangement with Mrs. Boersma? April Fool's Day. Das müsste übereinstimmen, weil das ist halt genau der Tag, 1. April, wo sie auch den Streit hatte mit Tag und seitdem ist ja auch ihr Verhältnis zueinander gestört gewesen. Das hatte sie uns ja schon gesagt. Insofern passt es eigentlich. Tag erwähnte einen April-Scherz für Franklin nehmen. Vanderhook hat bereits gestanden, dass sie und Tag an diesem Tag einen üblen Streit hatten. Genau. Boersma hat Tag am 2. April der Schule verwiesen? Nein. Tag wurde am gleichen Tag verhaftet? Nein. Miss Vanderhook hat bereits gestanden, dass sie und Tag an diesem Tag einen üblen Streit hatten. He'd gone and wrecked his Maserati again, and he was expecting, no, demanding I should get it fixed for him. For once I put my foot down. Well, he flew into a childish rage, called me a cheapskate, started screaming about how I never did anything for him. So, I let him know exactly what his shenanigans had cost me. It shut him up. Tag made a comment about the video, that he was planning to get his share of the box office. Do you have any idea what he meant by that? A few days before he died, Tag informed me that he no longer needed my money. He said he'd found another way to pay for the Maserati. Did he say what that was? I asked, but all he would say was, "A good example is the best sermon." Ja, das ist dieses Franklin-Zitat, ne?
Immer mit gutem Beispiel vorangehen. Benjamin Franklin, genau. Schon mal begegnet? Ja. Gerahmtes Zitat im Büro der Schulleiterin. Genau, Miss Bedford hat dies während der Anklageverlesung gerufen. Nein. Allison zufolge ist es Franklins persönliches Motto. Nein. Die Schulleiterin zufolge ist es Franklins persönliches Motto. Nein. Haben sie extra den Namen Franklin genommen, um es mit Benjamin Franklin irgendwie in Verwirrung zu bringen? Oder auf jeden Fall gerahmtes Zitat im Büro der Schulleiterin. Extortion seems to be going around this season. I think we found your son's murderer. Franklin Bedford was framed. Ist es wahr, dass er reingelegt wurde? Auf jeden Fall, weil wir haben ja ein Alibi für ihn, ein eindeutiges. Ja, wahrscheinlich würde ich jetzt erwarten, dass Tech die Schulleiterin erpresst hat. Bezüglich dieses Deals und der Erpressung und der Sporthallengeschichte. Und die Schulleiterin hat ihn getötet, deshalb hat er auch gesagt, es war nichts Persönliches, bla bla bla. Das passt dann. Die Schulleiterin hat sich diesen Code generiert, der dann wie zufällig niemandem zugeordnet werden kann, und die Schulleiterin hat auch Zugang zu den Spinden und hätte die Waffe in den Spind legen können. Wer hatte die Mittel, das Motiv und die Möglichkeit, Tech umzubringen? Miss Borsma. By Mrs. Borsma. She put that metal in his mouth, and she planted the gun in his locker. But why? That little matter between her and me was resolved to our mutual satisfaction. But not to Tag's satisfaction. He saw how his headmistress had profited off his video, and he figured turnabout was fair play. After all, you're not the only one who can be severely damaged by a scandal. Probably never realized how far she might go to avoid one. Tag? Extort Karen Borsma? He might be reckless enough to try it, I'll grant you, but it would have been his word against hers. He had nothing to hold against her unless... Excuse me a minute, would you? The insurance policy is gone. Yeah. Karen Borsma's signed confession. It's missing from the safe. Did you make a copy of it? No. He's the only one who could have taken it. But could he really be reckless enough to... Look who I'm talking about. Of course he could. We can bring her to justice without it, if you'll agree to testify. No, absolutely not. As I've explained to you, I can't afford scandal. But what about Tag? If trashing my reputation could bring him back, I'd do it in a heartbeat. But it wouldn't. Tag's dead, but the Vanderhook name still lives. Its power is based on perception. Mine is based on truth, and if you won't help me expose the truth about who killed Tag, I'll find someone who can. Vorrat, weiß ich auch nicht, wie wir das machen wollen. Na gut. New Amsterdam Preparatory Academy. Could I speak to Mrs. Borsma, please? This is Franklin Bedford. I feel kind of funny about this. I mean, she's my headmistress. And she framed you for murder. Do you want to see her get away with it? No way. But I don't know what to say to her. You don't want to get her mad or scared, but you do want to let her know you're onto her game, and you want a piece of the action. Play it exactly the way Tag would have played it. We'll cue you along. You'll be fine. Franklin, how nice of you to call. I was so relieved when they dropped the charges against you. Of course, I never stopped believing in your innocence. Du bist doch die Einzige, die weiß, dass das nicht wahr. I'm sorry that the board voted to drop you from the class roster. Purely a business decision, you understand. I assume that's why you're calling. You want me to reinstate you? Nein, ich will Gerechtigkeit. Nein, ich will Geld. Ja, ich will wieder aufgenommen werden. Gerechtigkeit würde ihr Angst machen, dass sie auffliegt. Nicht verärgern oder Angst machen. Und wenn man ihr Geld... Also das würde ihr Angst machen, dass es auffliegt. Das würde sie verärgern, dass wieder jemand kommt und sie erpressen will. Also ist das, glaube ich, die bessere Wahl. Say yes. Yeah, that's what I want. I'm afraid, well,
The board has a point in that with all the publicity surrounding your case, reinstating you now would be too disruptive. Perhaps we can arrange for you to continue your lessons at home until the scandal subsides. Tell her there's another scandal she should be worried about. There's another scandal you should be worried about. What's that? Ich weiß, wie sie in die Sporthalle gekommen sind. Ich weiß, dass sie Tech getötet haben. Ich weiß über Techs Video Bescheid. Das macht ihr wieder... Das ist wieder zu eindeutig, glaube ich. Das, das ist vielleicht... Ich meine, das kann er halt nicht beweisen. Das würde ja keine Angst machen oder sie auch nicht irgendwie zum Handeln zwingen. Das vielleicht Textvideo. Ja, ich glaube, das ist vielleicht am ehesten. Tell her you know about the video. I know about the video. The one that Tag made. I don't know what you're talking about. And I certainly don't know why it should concern me. Now, I'm quite busy, as you can imagine, so I'm afraid I must cut our little conversation short. Take care, Franklin. I think we pushed it too hard. Was ist Mrs. Borsmas verwundbare Stelle? Versuchen Sie es erneut und behalten Sie dabei im Hinterkopf, was Ihr ursprüngliches Vergehen war. New Amsterdam Preparatory Academy. Could I speak to Mrs. Borsma, please? This is Franklin Bedford. I feel kind of funny about this. I mean, she's my headmistress. And she framed you for murder. Do you want to see her get away with it? No way. You don't want to Okay, get... auf ein neues. Franklin, I'm sorry that the board... Ja, ich will wieder aufgenommen werden. Say yes. Yeah. I'm afraid... There's another... What's... Was Ihr ursprüngliches Vergehen ist. Ich weiß, wie Sie in die Sporthalle gekommen sind. Das ist, glaube ich, auch nichts. Also vielleicht dann tatsächlich doch jetzt hier direkter sein. Tell her you know she killed Tag. You killed Tag. I don't know what to say to that. I suppose the charitable response is that this trial has made you a bit paranoid. You need a good rest, Franklin. Goodbye. Yeah, she's a cool customer. It'll take more than just an accusation to get her spooked. Okay, also haben wir es nicht hingekriegt. Dann nehmen wir die letzte bleibende Option. No, you don't want... Well, Franklin, I'm sorry that... Ich will wieder aufgenommen werden. Yes. Yeah. I'm afraid... Tell her that... There's another... What? Also es ist vielleicht nicht zu direkt. Ich weiß, wie Sie in die Sporthalle gekommen sind. Tell her you know where the new gym came from. I know where the new gym came from. Of course, everybody does. It was a very generous gift from Trisha Vanderhook. Ach, an die Sporthalle gekommen ist. Also nicht in die im Sinne von, wie sie reingekommen ist. Habe ich das jetzt immer falsch gelesen oder stand das da falsch? Weil in die Sporthalle gekommen hätte ich gedacht, dass das anspielt auf diesen Code, den sie benutzt hat, um ihn zu ermorden oder so. Aber wie sie an die Sporthalle gekommen ist quasi, also war das falsch übersetzt vielleicht? Oder habe ich das jetzt einfach immer falsch gelesen und habe irgendwie geistige Umnachtung? Ich habe ihr Geständnis, ich habe eine Fotokopie ihres Geständnisses. Also ich habe gehört, ist halt, weiß ich nicht. Ich habe ihr Geständnis, könnte halt falsch sein, wenn Tag das ja hatte und sie hat Tag umgebracht, könnte es sein, dass sie das Original hat. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben es, wüsste sie, dass wir lügen und dann wird es wieder nicht klappen. Ich habe gehört, ist wieder, das beeindruckt sie nicht. Das mit der Kopie ist wahrscheinlich am ehesten glaubwürdig. You've got a copy of her confession. Nah, that gym was no gift. I've got a copy of a paper here that says it was blackmail. What do you want from me?
Okay, ich will ihr Geständnis hören. Das macht keinen Sinn, weil wenn er das schon schriftlich hätte, würde er das nicht wollen. Ich will das Schuljahr abschließen, dann sagt sie, ja, okay, und wir kriegen sie halt nicht. Oder doch, weiß ich nicht. Oder wir sollten uns treffen. Weil wenn sie dann wieder versuchen würde, ihn zu ermorden, könnte sie irgendwie beim Versuch irgendwie verhaftet werden oder wieso, dass man so ein bisschen ködert. Oder dann, wenn sie zu dem Treffen geht und so, ist das halt noch eher ein Beweis dafür, weil sonst kann sie sich vielleicht irgendwie rausreden mit irgendwie, keine Ahnung. Also ich denke, es ist eins von den beiden. Das definitiv nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nehmen wir vielleicht mal das. Tell her you want to meet. Let's meet and, like, talk things over. Where? Zwei Dinger sind in der Schule, der Kraftraum und das Büro, und eins ist im Central Park. Und jetzt die Frage, ist ein neutraler Ort besser? Wahrscheinlich. Andererseits, im Gegensatz zu dem Hühnerkampf-Typi, gibt es nicht wirklich einen Grund, sich an einem anonymen Ort zu treffen. Im Kraftraum und im Büro, das sind halt beides eigentlich gefährliche Orte für so ein Treffen, weil wenn er da mit ihr allein drin ist, kann die Polizei halt schwer zugreifen. Im Central Park oder so, an so einem offenen Ort, kann die Polizei halt gut Leute drumherum postieren und so. Also vom taktischen her würde ich sagen, dass das eigentlich das Sinnvollere ist, wenn man schon ein Treffen macht. Central Park Carousel. Central Park, by the carousel. Don't take this the wrong way, Franklin, but it wouldn't do for me to be seen in public with you. Okay, ihr Büro ist dann vielleicht auch eher mit Zeugen verbunden, weil die Sekretärin da sind und so und an den Ort ihres Verbrechens zurückkehren, nehmen wir halt das. The workout room. Midnight. The workout room. Midnight tonight. You do have a flair for the theatrical, don't you? All right. Merely out of curiosity, you understand. I'm not admitting to anything. Okay, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt hier entwickeln soll. Und wir haben den Beweis, dass sie den Code kennen. Mrs. Boersma. What? Wenn sie jetzt 01010 eingeben. You're under arrest for the murder of Tag Vanderhook. You have no case against me. Maybe not at the moment, but we will as soon as we pull the codes from this keypad lock. I'll lay you 7 to 1. The code you entered just now matches the one used on the day of the murder. Listen, gentlemen, perhaps we can come to an arrangement. It isn't myself I'm thinking of. It's New Amsterdam Prep. A scandal would be very bad right now. You should have thought of that before you launched your little extortion scheme. I didn't set out to kill the boy, but he forced my hand. And anyway, he deserved it. He was a bully and a rapist and an extortionist to boot. Ending his vicious little life was a service to humanity. Interesting defense. We'll see if the jury buys it. Judge in the Boersma trial just passed sentence. 20 to life. Like the man said, a good example is the best sermon. Let's hope all his students were paying attention. Verdict is in on the paternity test, too. Turns out Harrison was the father. Happy endings all around at the Bedford house. I don't know about that. We still don't have a lead on Harrison's killer. I kept hoping some new evidence would turn up at this trial, but no luck. Maybe Tag did it after all. If he did, he could have left us some proof before getting himself killed. I'd hate to go to my grave not knowing. There's a lot we'll never know. Don't let it spoil your sleep. Na gut, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das Thema dann jetzt geklärt wird in der finalen Episode 7. Ja, schauen wir mal. Ich gehe immer noch schwer davon aus, wenn ich nicht völlig geistig umnachtet war, dass da steht, wie sie in die Sporthalle gekommen ist. Das erklärt dann auch so ein bisschen, weil wenn da jetzt gestanden hätte, ich weiß, wie sie an die Sporthalle gekommen ist oder wie sie zur Sporthalle gekommen ist, oder woher die Sporthalle kommt oder so, dann wäre klar gewesen, dann wäre es auch logischer gewesen, das zu wählen. In die Sporthalle dachte ich, irgendwie das bezieht sich auf diese Keypad-Code-Geschichte, aber
Und ja, so im Nachhinein, klar, das Keypad, in dem Moment, wo es dann in dem Raum war, ist mir das auch aufgegangen. Das hätte man auch dann bei der Wahl des Ortes schon berücksichtigen können, hätte man gleich drauf kommen können. Aber gut, ja, dann war es das für Episode 6 und wie gesagt, das große Finale und vielleicht die Entlarvung des Mörders von Harrison gibt es dann möglicherweise in der nächsten finalen Episode 7. Bis dahin, ciao.